Hallo, ich heiße Radrundis und ich möchte euch erzählen, wie es mir mit dem Medbed-Testen gegangen ist. Ich möchte vorher erzählen, ich habe Monate vorher schon immer den Satz gehört und sogar geträumt, nimm an die Geschenke des Himmels. Ja, aber was sind die Geschenke des Himmels? Es kann viel sein. Und so war es kurz vor Ostern, hatte ich eine Zeit, da habe ich wieder mal tagelang gearbeitet bis über meine Grenzen und war dann wie des Öfteren sehr erschöpft. Und wie ich auf die Idee gekommen bin, das Wort Medbed zu googeln, das weiß ich gar nicht. Ein paar Tage so in dieser Erschöpfung habe ich auf einmal dieses Wort Medbed gegoogelt und bin auf Medbed 9010 testen gekommen. Und da habe ich natürlich gleich gedacht, das möchte ich. Aber dann habe ich es wieder ein bisschen aufgeschoben und dann habe ich es doch angenommen, dieses Medbed zu testen. Und also das erste, ich bin eher so ein Mensch, der sich denkt, ich muss mir alles selber erarbeiten, nur das, was ich mir selber erarbeitet habe, das gilt auch. Aber was heißt dann der Satz, du darfst dir auch was schenken lassen? Okay, jedenfalls, ich hatte schon ein paar Monate lang nicht mehr gut geschlafen und das Erste, was ich mir einfach gewünscht habe, ich habe gar nicht gesagt, nach dem Aktivieren, ich habe gar nicht gesagt, bitte scanne mich, ich habe nicht einmal daran gedacht, ich war so aufgeregt. Ich habe mir nur gewünscht, einmal wieder gut zu schlafen. Und ich habe in der Tat 6 Stunden durchgeschlafen. Das ist was ich schon lange nicht mehr gekannt habe. So, ja, und dann am Nachmittag, und ich habe aber in Auftrag gegeben, bitte nach 2 Stunden wieder ausschalten, nicht, dass ich die ganzen 8 Stunden da jetzt so quasi für den Schlaf schon verbrauche. Und dann habe ich am Nachmittag mich nochmal hingelegt und habe gebeten darum, dass ich einen sehr klaren Kopf bekomme, also sehr klaren Geist, weil ich hatte immer Träume, die man gemerkt habe, die ich mal aufschreiben konnte, und eben in diesen letzten Monaten waren die Träume nicht mehr klar, es war nur mehr irgendwas und so. Ja, und ich bin dann aufgewacht, also ich bin eingeschlafen, bin aufgewacht mit einem sehr, sehr klaren Bild zu einer Situation in meiner Großfamilie, die mich ein bisschen beschäftigt hat. Also eine schwere Situation, die mich nicht direkt betrifft, aber es hat mich beschäftigt. Und ich hatte eine sehr klare, ich habe eine sehr klare Sichtweise darüber bekommen und auch sehr aufklärende Sicht darüber. Ja, und dann habe ich mich spät abends noch einmal in das Medbett gelegt und ich habe nur gesagt, bitte aktivieren, und schon ist es losgegangen, ohne dass ich irgendwas so quasi in Auftrag gegeben habe. Also es hat angefangen aus meiner Lunge wie ein braune Luft, brauner Staub, braune Luft, aber so ein bisschen so fast wie ein bisschen ölig herauszukommen. Das war irgendwie seltsam. Es war nicht unangenehm, es war halt einfach, es war einfach. Und also ich habe nie geraucht oder sonst irgendwas ähnliches, aber in meiner letzten Beziehung war ich Passivraucherin und sicher, also nicht deshalb, aber ich habe jedenfalls eben sehr schwer Asthma bekommen damals. Und es ist bis heute nicht wirklich weggegangen, mal so, mal mehr, mal weniger. Ja, also das waren meine Erlebnisse. Ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt mit meiner Lunge oder sonst irgendwas wirklich eindeutig besser geworden ist. Ich habe jetzt nicht sehr viel Asthma, aber es ist nicht weg.
Aber was ich auf alle Fälle gemerkt habe, ich war in den Wochen danach extrem gut aufgelegt, also extrem so quasi grundlos glücklich. Das ist was, was ich schon auch sonst kenne, aber schon wieder längere Zeit nicht hatte. Und ich war sehr, sehr klar. Ich war sehr klar. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich meinen Kopf nicht beieinander habe. Und das war aber, ich war sehr klar, aber nicht dort und da was zu tun gehabt habe und nicht gewusst habe, wo, also normalerweise nicht weiß, wo habe ich jetzt meine Sachen. Es war alles, ja, klar. Es war schön, schönes Gefühl. So, und jetzt möchte ich einfach dem Oliver natürlich Danke sagen, dass er seinem Traum gefolgt ist und das auch wirklich umgesetzt hat, diese Vision. Und die Menschheit wirklich daran teilhaben lässt. Und es ist mir klar, das ist, wenn man auch so ein Bett erwirbt, es ist trotzdem ein Geschenk mit einer gewissen Verantwortung. Ich kann mir jetzt nicht, ich kann mir natürlich irgendeinen Ego-Wunsch kann ich aussprechen, aber um das geht es nicht, es geht um unsere Entwicklung, die durch dieses Medbed beschleunigt wird. Also ich sehe es irgendwie so als ein ja, Beschleuniger, Helfer natürlich sowieso, Beschleuniger und unterliegt aber auf alle Fälle für mein Gefühl den Gesetzen des Universums. Also wenn ich jetzt noch nicht, wenn die Zeit noch nicht da ist oder ich noch nicht reif bin für diese oder jene Heilung, dann dauert es halt. So, also ich sage einfach Danke für das Geschenk. Danke.